vielleicht wird ja auch mal was von dem, was wir hier jetzt gleich zu hören und zu sehen bekommen, übertragen. Ich freue mich auf Dr. Ernst Schriefel, der uns jetzt die Wärmerückgewinnung oder die Rückgewinnung von Warmwasser, Strom, Nährstoffen und Wasser aus Abwasserrecycling vor Ort erläutern wird. Ich bin gespannt. Ja, schönen Nachmittag von meiner Seite. Wurde ja schon sehr nett vorgestellt, das Thema. Zunächst zur Motivation. Ich denke, es liegt im Prinzip auf der Hand, also der Energiebedarf für Warmwasserbereitung gewinnt zunehmend an Bedeutung in Relation zum Energiebedarf für Heizen. Die Gebäude werden in thermischer Hinsicht besser. Insbesondere bei Passivhäusern kann es durchaus sein, dass der Energiebedarf für Warmwasser bereits um einiges höher ist als der für Heizen. Daher ist natürlich naheliegend zu versuchen, die energetischen Potenziale im warmen Abwasser, also vor allem im Duschabwasser oder auch in anderen warmen Abwässern zu nutzen. Aber sozusagen im Wasser steckt mehr und es gibt darüber hinaus über die typische Wärmerückgewinnung noch andere Möglichkeiten, den Abwasserstrom zu nutzen. Und ich werde im Folgenden kurz vier verschiedene Systemansätze vorstellen. Ansatz A, dezentrale Duschwasser-Wärmerückgewinnung. Es gibt hier vom Passivhausinstitut zertifizierte Komponenten, um das zu erreichen. Ansatz B ist das, was der Moderator erwähnt hat und was der Helmut Schöberl schon am frühen Nachmittag gebracht hat. Diese umfassende Grauwassernutzung, die jetzt auch pilothaft in einem Projekt in Wien umgesetzt wurde. Ansatz C ist auch ein zentraler Ansatz, aber hier wird quasi der gesamte Abwasserstrom energetisch verwertet, mit einer sogenannten FECA-Anlage. Hier wurde auch ein Pilotprojekt umgesetzt in Wien. Da werde ich dann am Schluss noch etwas ausführlicher zeigen. Und Ansatz D ist dann ein Versuch, quasi diesen ganzen Abwasserstrom noch umfassender zu nutzen in stofflicher und energetischer Hinsicht, der sich von dem Ansatz A, B, C auch etwas noch abhebt. Gut, zunächst zur dezentralen Duschwasserwärmerückgewinnung. Das ist möglicherweise bekannt oder ist vielleicht eher das bekanntere System im Vergleich zu denen, die dann noch kommen werden. Hier ist eine Möglichkeit gezeigt, quasi ein Rohr, ein Pipe-System, hier von einem, ich glaube, kanadischen Hersteller, wo praktisch das warme Abwasser strömt durch das Rohr durch und das kalte, zufließende Frischwasser sozusagen strömt in Schlangen an diesem Rohr vorbei und wird dadurch erwärmt. Und im Optimalfall sozusagen erwärmt das dadurch quasi den Kaltwasserzufluss direkt an der Dusche und auch quasi den Warmwasserspeicher, wie man es hier unten sieht in dieser Systemdarstellung. Es gibt ja noch andere Hersteller, noch andere Systeme, die auch auf der Datenbank des Passivhausinstituts zu sehen sind. Hier ist beispielsweise noch links ein Produkt eines niederländischen Herstellers und rechts ein Produkt eines britischen Herstellers. Jetzt zu dem System der Grauwassernutzung. Dieses System wurde von einer österreichischen Firma entwickelt, der Firma Strebel, und auch bereits in Forschungsprojekten untersucht und auch umgesetzt. Ich muss mich hier quasi entschuldigen, dass ich hier vergessen habe, das Logo des Fördergebers einzublenden. Ich sage es hiermit, also quasi es sind hier einige Forschungsprojekte, die auch laufen,
bei den Folien, die ich in Zukunft, die ich jetzt auch zeigen werde, das sind einige sozusagen auch FFG geförderte Projekte hier dabei, sage ich jetzt der Vollständigkeit halber. Auch hier liefen 2 Forschungsprojekte. Eines war eher grundlagenorientiert und eines dann eher umsetzungsorientiert. Wie funktioniert dieses System? Es wird hier Grauwasser gesammelt, also hier steht Waschmaschine, wobei Waschmaschine ist vielleicht schon ein bisschen kritischer. In der Umsetzung wird hier quasi aus der Dusche oder aus den Duschen und aus dem Warmwasserbecken wird das Wasser gesammelt. Das wird dann in einem zentral gelegenen Raum, im Keller in der Regel, aufbereitet. Da gibt es je nachdem 2 bis 3 Aufbereitungsstufen, quasi eine bakterielle, eine mikrobiologische Aufbereitung und eine mechanische über Mikrofiltration. Dadurch hat man ein sehr hoch gereinigtes Grauwasser, das dann durch die Wärmetauscher geht oder durch mal einen Wärmetauscher geht und dieser Wärmetauscher wird dadurch auch sehr wenig verschmutzt, weil quasi diese Vorreinigung bereits so hoch effektiv war. Und nach diesem Wärmetauscher wird das quasi einerseits wird kaltes Wasser direkt erwärmt, fließt dann das Erwärmte in einen Warmwasserspeicher und das bereits etwas abgekühlte Warmwasser wird dann noch über eine Wärmepumpe angehoben und kann dadurch mit Hilfe einer Wärmepumpe dann die gesamte Energie für die Warmwasserbereitung zur Verfügung stellen. Das dann abgekühlte, quasi filtrierte Wasser, das dann also nach der Wärmepumpe eine Temperatur von 6 Grad hat, wird dann auch weiter oder kann noch weiter benutzt werden zur Kühlung. Also in diesem Fall wird beispielsweise in diesem umgesetzten Fall in Wien wird ein Erdgeschoss lokal gekühlt. Das sehen wir hier in der nächsten Diagramm, sehen wir quasi das Gebäude, wo das umgesetzt wurde. Im Prinzip habe ich schon einiges gesagt. Also braun hier gezeichnet ist dieser Grauwasserstrom. Hier ist die zentrale Anlage mit den Wärmetauschern und das dann quasi gereinigte und abgekühlte Grauwasser oder filtrierte Grauwasser oder der Hersteller oder der Erfinder bezeichnet es als Grünwasser, weil er sagt, Grauwasser klingt ihm zu negativ, also quasi das filtrierte Wasser, das quasi eigentlich schon sehr sauber ist und irgendwie quasi ökologischen Ansprüchen genügt, bezeichnet er als Grünwasser. Das quasi dieses Wasser am Ende kann dann noch benutzt werden, in diesem Fall zur Spülung der Toiletten und auch zur Bewässerung der Begrünung. Es sind hier in diesem Gebäude, es gibt begrünte Balkone und es gibt einen begrünten Innenhof und auch begrünte Dachflächen. Das heißt, hier ist wirklich eine sehr, sehr umfassende, quasi energetische und auch stoffliche Nutzung dieses warmen Grauwassers wurde hier umgesetzt. Das Gebäude ist jetzt fertiggestellt, wird jetzt bezogen von den Mietern und es wird dann ein Monitoring ab der Einregulierung. Die Einregulierung wird wahrscheinlich im Mai stattfinden, dann laufen und für mehrere Jahre dann ein Monitoring laufen. Hier sieht man quasi auch, wie das dann optisch aussieht im Haustechnikraum. Also in der Mitte die grünen Behälter sind die Reinigungsstufen, rechts ist das dann gesammelte, abgekühlte Grauwasser, links quasi die Warmwasserspeicher. Das dritte System, hier wird im Unterschied zum vorigen System, wird nicht nur das Grauwasser quasi gesammelt, hier wird quasi das gesamte Abwasser gesammelt, also das warme Duschwasser, Wasser aus Waschbecken und auch das Toilettenwasser aus Waschmaschinen etc. Ist natürlich dann nicht so warm und ist natürlich auch verschmutzter. Hier sehen wir quasi einen Schacht, in den das geleitet wird. Hier gibt es zunächst mal eine Filtereinheit. In diesen Filter werden die ganzen Schmutzstoffe abgesetzt und auch täglich wird dieser Filter dann gespült. Hier unten ist quasi dann symbolisch eingezeichneter Wärmetauscher und das quasi dann etwas abgekühlte Wasser sozusagen oder wird dann zum Betrieb der Wärmepumpe verwendet. Ich zeige dann noch ein paar
Diagramme dann, wie das jetzt im Detail funktioniert oder was die Monitoring-Daten bisher im Detail dazu jetzt ergeben haben. Hier sieht man quasi die Bauphase, der Schacht links, wo das gesamte Schwarzwasser gesammelt wird. Hier noch die Plattenwärmetausche, bevor das dann zur Wärmepumpe quasi das geleitet wird. Das vierte System ist jetzt wieder quasi etwas anderes. Hier ist ein insgesamt anderer Ansatz, in dem quasi die Toilettenabwässer getrennt werden. Es werden hier Gelb- und Braunwasser wird getrennt, das heißt der Urin wird von den Fäkalien getrennt. Da gibt es eine spezielle Trenntoilette, die wurde in einem Wettbewerb, der von der Bill Gates Stiftung finanziert wurde, umgesetzt und hat diesen Wettbewerb gewonnen. Das wurde gemeinsam entwickelt von der Schweizer ERWAG und einem Wiener Designbüro und wird auch von Laufen quasi zumindest jetzt mal in kleinen Stückzahlen bereits produziert. Das funktioniert quasi auf diesen, wie soll man sagen, Teetasseneffekt. Also wenn man quasi eine Teetasse langsam ausleert, merkt man, der Tee fließt dann nicht direkt gleich in die Teetasse, sondern fließt da quasi am Hahn noch entlang. Und so ähnlich ist es quasi, so ähnlich wird der Urin hier abgetrennt. Das ist eben so designt, dass es eben funktioniert und dass der Urin wirklich abgetrennt wird. Und dann ist die Frage, was man damit macht. Dann gibt es ein spezielles Verfahren, das quasi auch die ERWAG entwickelt hat, wo man noch die Nährstoffe aus dem Urin zurückgewinnen kann, quasi eindampfen, konzentrieren kann und dadurch entsteht dann ein Dünger. Das gibt es auch quasi schon in Pilotanlagen, das gibt dann eine Schweizer Firma, die Firma Wuna, die das umsetzt. Und dann ist eben die Frage, was macht man quasi jetzt mit dem Braunwasserstrom? Also der quasi jetzt diese Mischung aus Fäkalien, Toilettenpapier und ein Spülwasser. Und da ist jetzt die Idee, den könnte man quasi noch energetisch und stofflich nutzen, energetisch über Biogas. Und das Biogas wird dann quasi in diesem System nachher noch verstromt, das auch umgesetzt werden soll. Dann gibt es noch einen Gärrest, der dann auch noch quasi als stofflich verwertet werden kann. Man sieht das hier ein bisschen klein in dieser Prinzipskizze unten. Man sieht es auch hier noch einmal in dieser Skizze links, eben das Braunwasser, das über einen Gärprozess Biogas erzeugt. Hier ist es, muss man dazu sagen, der Urinaufbereitungsprozess, zumindest der Wuna-Prozess, ist bereits, der funktioniert, den kann man auch quasi kaufen, ist nicht ganz billig, aber ist quasi käuflich erwerblich und kann auch umgesetzt werden. Der ganze Prozess, der dann die Aufbereitung des Braunwassers betrifft, ist quasi noch im Forschungsstadium. Wir sehen hier rechts eine Laboranlage der Universität für Bodenkultur Wien, quasi in ihrer Versuchsanlage in Tulln. Also hier sehen wir quasi hier ein Absetz, hier kommt das Braunwasser rein, das ist ein Absetzbehälter und hier quasi gibt es 3 Gärbehälter. Es wird quasi in einem Temperaturbereich zwischen 38 bis 45 Grad wird hier vergoren und Biogas produziert. Das heißt, hier laufen noch ein Forschungsprojekt, es soll allerdings voraussichtlich im kommenden Jahr auf einem schwimmenden Bürogebäude der Via Donau, das ist quasi die oberste Schifffahrtsbehörde der Donau in Wien, soll das auch wirklich baulich umgesetzt werden. Und jetzt komme ich quasi abschließend, möchte ich ein Beispiel etwas genauer noch erläutern. Fallstudie Kette Dorschgasse. Das heißt, in der Kette Dorschgasse wurde dieses System C umgesetzt. Es wurde einiges anderes auch umgesetzt, aber dieses System C wurde quasi für die Wasseraufbereitung und Wärmerückgewinnung umgesetzt. Das ist ein relativ großer sozialer Wohnbau in Wien, also wo auch versucht wurde, auch erschwinglichen Wohnraum anzubieten, 300 Wohneinheiten. Es ist kein Passivhausstandard, aber ein niedrigster Energiestandard, HWB, berechnet nach dem österreichischen Energieausweis bei 13,8. Und es ist jetzt seit einem Jahr circa läuft das Monitoring und es gibt auch jetzt schon Erfahrungen aus dem Monitoring. Wir sehen hier
Der Wärmeverbrauch für die Raumheizung mit 24,3 Kilowattstunden pro Quadratmeter BGF und der Wärmeverbrauch für das Warmwasser mit ungefähr 22 Kilowattstunden ist ungefähr gleich. Also man sieht eben hier quasi die Bedeutung dieser beiden Wärmeverbraucher. Im Passivhaus wäre das dann noch deutlicher quasi zugunsten des Warmwassers in der Relation. Hier wird auch, das werde ich dann noch kurz, weil das Haustechniksystem kurz erläutern werden, wir haben vorher vom Vorreferenten gehört, das Thema Bauteilaktivierung. Hier wurde auch eine Bauteilaktivierung umgesetzt, allerdings im Neubau hat man eben die Möglichkeit, die Decken zu aktivieren, was etwas einfacher ist, als in der Sanierung die Wände nachträglich zu aktivieren. Also hier wurden die Decken aktiviert. Dadurch kann man auch die Wohnungen kühlen. Und das wird auch sehr von den Bewohnern und Bewohnerinnen sehr positiv empfunden. Dadurch entsteht quasi auch ein berechneter Kälteverbrauch. Hier das Haustechniksystem schematisch. Wir haben einerseits, also die eine Wärmequelle ist die Erde, ist das Erdreich, sind Tiefensonden. Es gibt hier 64 Tiefensonden, die ungefähr bis zu einer Tiefe von 150 Metern quasi gebohrt wurden und hier dem Erdreich Wärme entziehen. Dieses wird dann über 3 Wärmepumpen, also quasi das Wärmeniveau aus dem Erdreich wird über 3 Wärmepumpen angehoben und in Pufferspeichern dann quasi zwischengespeichert. Und hier haben wir dann quasi unten schematisch dargestellt, die Abwasserwärmerückgewinnung, nach diesem Faker-System, das ich gezeigt habe, mit diesem Schacht, wo quasi die gesamten häuslichen Abwässer gesammelt werden und filtriert. Das warme sozusagen und wärmegetauschte Wasser sozusagen ist dann das quasi Input für die Wärmequelle für die Wärmepumpe. Es gibt also die 4. Wärmepumpe ist dann nur für das Warmwasser. Hier quasi auch noch der Warmwasserspeicher dargestellt. Hier ist die Wärmeverteilung, eben die Bauteilaktivierung und die Warmwasserverteilung. Hier quasi noch ein Ausschnitt aus dem Energieflussbild, das ist etwas größer, wo man eben sieht, den Warmwasserteil. Hier kommt noch auch von außen quasi etwas Energie dazu, was allerdings quasi noch daran lag, dass das System am Anfang noch nicht richtig einreguliert war. Das werden wir dann auch quasi noch am Temperaturverlauf auch noch sehen. Hier noch quasi das Haustechnikschema, etwas mehr im Detail, links unten quasi dieser Abwasserschacht und die Wärmerückgewinnung. Also hier die Warmwasser-Wärmepumpe, hier die Warmwasserspeicher. Hier gibt es noch als Besonderheit, wurde im Haustechnikraum, wird auch noch die Luft, quasi die erwärmte Luft im Haustechnikraum, wird über eine Luftwärmepumpe genutzt, um den Energiebedarf für die Zirkulation abzudecken. Das ist hier eine Besonderheit, die hier auch noch umgesetzt wurde. Hier vielleicht ganz spannend, das sind jetzt bereits gemessene Daten, der Warmwasserbedarf über einen Tag. Also man wird vermuten, okay, in der Früh wird geduscht, dann ist lange Zeit nichts und vielleicht am Abend wieder. Hier sieht man einerseits, ist das relativ bis wirklich auf die Nachtstunden relativ gleichmäßig und es gibt eine Abendspitze. Also scheinbar haben sich die Gewohnheiten der Menschen in die Richtung verändert, dass am Abend mehr geduscht, mehr gewaschen wird. Und ja, das ist eben so, zumindest hier so gemessen. Das zweite Ergebnis aus dem Monitoring ist quasi über ein Jahr, wo man sieht, die Eintrittstemperatur des Wassers an der Warmwasserwärmepumpe. Hier quasi sieht man, ist der Betrieb, ja, hier schwankt es sehr stark, hier ist der Betrieb noch nicht so geregelt, wie er sein sollte, aber hier quasi so ab April 2023 sieht man schon eher einen regelmäßigen Verlauf, also hier ist das System dann so einreguliert gesteuert, wie es auch sein sollte und man sieht hier, dass diese Eintrittstemperatur an der Wärmepumpe zwischen April und ungefähr November in einem Temperaturbereich von 10 bis 15 Grad liegt und erst danach, so ab November, Dezember, dann etwas abfällt. Man sieht hier quasi auch eine gewisse Abhängigkeit dieses Temperaturverlaufs auch von der Außentemperatur, was auch darin begründet liegt, dass es hier quasi auch Wärmeverluste an die Umgebung gibt, bis halt quasi dann dieses
Wasser bei der Wärmepumpe landet, sozusagen. Hier auch noch, um zu zeigen, quasi, wie gut korreliert quasi dieser Warmwasser oder die Einschaltzeiträume der Wärmepumpe mit der Photovoltaikproduktion. Es gibt eine Photovoltaikanlage mit ungefähr 70 Kilowatt Peak, die quasi auf Eigenverbrauchsmaximierung oder Optimierung ausgelegt wurde. Man sieht hier quasi blau, das ist eine Septemberwoche oder 2 Septemberwochen, das sind die ersten 2 Wochen im September. Blau sieht man hier quasi die Produktion der Photovoltaik. Und hier diese Orange sind die Einschaltvorgänge der Warmwasserwärmepumpe. Sozusagen grau hinterlegt ist quasi der gesamte Haustechnikraum. Aber man sieht hier zumindest teilweise, dass eben dieser orange Balken, in dem die Wärmepumpe läuft und im elektrischen Strom benötigt, dass der teilweise zumindest jetzt recht gut auch mit der Photovoltaik korreliert. Also so quasi, wenn es so um diese Mittagsspitze herum, aber wir haben teilweise auch Einschaltvorgänge eben am Abend. Wir haben gesehen, es gibt eben auch diese Abendspitze, wo dann eben der Warmwasserspeicher entsprechend nachgeladen wird, wo wir keine Korrelation haben. Aber in Summe quasi wird der meiste oder sozusagen, glaube ich, 80-90% des Photovoltaikstroms kann nicht direkt für den Betrieb der Wärmepumpen verwendet werden. Damit komme ich jetzt quasi schon zum Abschluss und zum Resümee. Also ich habe hier versucht, quasi unterschiedliche Systeme zu zeigen, zumindest kurz zu beschreiben, die unterschiedlich ausgereift sind. Einige sind schon in Verwendung und wo es auch schon einiges auch an Monitoring-Daten gibt und auch schon gute Erfahrungen gibt. Einige sind jetzt quasi dabei zu laufen oder wo quasi es beginnt, nachdem sie eingebaut wurden und das Monitoring beginnt. Andere sind quasi jetzt noch in der Forschung, wo es quasi noch Pilot- oder Laboranlagen gibt. Das heißt, ein weiterer Forschungsbedarf besteht. Der Monitoringprozess ist wichtig, um hier auch Erfahrungen und Daten zu gewinnen. Wir haben auch eben, also gemeinsam mit dem Passivhaus-Institut, also mit dem Jürgen Schnieders, haben wir auch einen Forschungsantrag eingereicht, wo wir uns zumindest einige dieser gezeigten Systeme genau anschauen wollen. Sofern der Antrag genehmigt wird, das wissen wir jetzt noch nicht. Das wissen wir wahrscheinlich dann so Ende Mai. So, damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Und danke. Ja, spannend. Wir haben noch ein Minütchen, glaube ich, bevor wir den nächsten Vortrag starten sollten. Deshalb wollte ich mir jetzt gerade eine kurze Frage gönnen. Wir haben ja viele komplexe Systeme, die da verbaut werden. Gibt es da aus den umgesetzten Pilotprojekten schon Erfahrungswerte zu Wartungsanfälligkeit oder Stabilität des Prozesses? Oder muss man da häufiger eingreifen? Wie ist das vor Ort? Wir wissen jetzt quasi aus der Kette Dorschgasse, wo eben dieses Monitoring jetzt seit ungefähr einem Jahr läuft, wissen wir zumindest, dass es gibt hier quasi einen Anlagenbetreiber, es gibt quasi ein Contracting, es gibt einen Anlagenbetreiber, der quasi mit Fernwartung hier ständig das überwacht. Und wir wissen ja, dass es schon immer wieder Eingriffe notwendig sind. Also wir haben es jetzt so, da sind wir auch dabei, es gibt so jedes Vierteljahr gibt es ein Treffen, wo quasi die Monitoring-Daten präsentiert wird. Da sind quasi jetzt Leute aus dem Planungsteam auch dabei und vom Bauherrn, wo das REF ausführlich diskutiert wird und da ist auch quasi diese Firma dabei, die für die Wartung und für die Regelung zuständig ist und da gibt es immer wieder Themen, wo man sagt, okay, probieren wir es so aus, anstatt es so zu machen. Also es ist durchaus so, dass jetzt quasi in dieser ersten Betriebsphase auch noch immer wieder Eingriffe notwendig sind, jetzt zumindest was den Betrieb betrifft. Was wirklich die Komponenten betrifft,
gibt es jetzt zumindest, laufen die Anlagen jetzt noch so kurz, dass es da jetzt noch, also sie muss schon, also das weiß der Hersteller, der FECA-Ref gut, das muss gereinigt werden, ich glaube so alle 2 bis 3 Jahre. Da gibt es Erfahrungswerte, also was die Reinigung betrifft. Gut, na, auch das sollte natürlich weiter beobachtet werden, aber da sind Sie ja dran, weil wenn wir das in die Breite bekommen wollen, dann muss es auch stabil funktionieren. Ne? Ja. Vielen Dank, Dr. Ernst Schriefel. So, kommen wir